Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 1. Juli 2015 erschien das Video Facebook YouNow und täglich Streams. Darin kündigt Rainer neben täglichen Streams auch an, sich bei YouNow als Partner beworben zu haben. In den frühen Morgenstunden brachten Hater auch den Hashtag RipDrache auf Twitter in die Trends. Daraufhin lud Rainer das Video Kurzvlog Nummer 5 Drache lebt hoch, in dem er erklärt, dass die Gerüchte über seinen Tod maßlos übertrieben sind. Am 2. Juli lud der dunkle Parabelritter das Video Drachenlord, das Interview hoch. Darin erwähnt Rainer wieder einmal, rechtlich gegen Lachschon vorgehen zu wollen. Auch schildert er seine Sichtweise auf die wichtigsten Geschehnisse, die sich in den letzten Jahren rund um ihn ereignet haben. An diesem Tag tweetete Rainer auch darüber, aufgrund von Problemen mit seinem Router für 2 Tage offline zu sein. Auf Lachschon wurde spekuliert, der wahre Grund sei, dass Rainer die letzte Rechnung bei seinem Internetanbieter noch nicht bezahlt hätte. Der dunkle Parabelritter lud am 3. Juli das Video Drachenlord Roomtour plus Keller und Scheune hoch. Darin sieht man den schlafenden Hamster im ehemaligen Zimmer von Rainers Schwester, das nun zum Hamsterzimmer umfunktioniert wurde. Auch wird der von Spinnweben übersäte Keller besichtigt, in dem Rainer plant, ein japanisches Badezimmer einzurichten. Dann gehen die beiden weiter zur Scheune, die Rainer gerne in eine Methalle umwandeln würde. Als die beiden in den Garten hinter dem Haus gehen, ist das Pferd Blue in der Ferne zu sehen und Rainer offenbart, dass es eigentlich seiner Mutter gehört. Auch war Rainer am Abend noch in der Rockfabrik in Schweinfurt. Am 5. Juli streamte Rainer erneut auf YouNow und veröffentlichte auch das Video Drache läuft Nummer 5, Drache ist tot. Darin filmt er sich beim morgendlichen Spaziergang und zeigt sich verwirrt über die Uhrzeit. Zunächst mal, es ist ultra früh. Was heißt ultra früh? Es ist 7 Uhr oder was? Oder kurz vor 7. Und ohne jetzt lügen zu wollen, es ist exakt 7:42 Uhr. Rainer wirkt merklich überdreht und führt dies auf Schlafentzug zurück. Dann offenbart er, dass er nur 3/4 des geplanten Wegs gegangen ist, da ihn auf den letzten Metern seine Nachbarin mit dem Auto mitgenommen hat. Auch streamte er an diesem Tag obenrum unbekleidet auf YouNow. Am 7. Juli streamte Rainer wieder auf YouNow und veranstaltete eine Episode von #FragDrache live. In dem Stream erzählt er auch, verliebt zu sein und erwähnt eine Person namens Engelchen. Dabei handelt es sich um Ariella. Da der Chat ausschließlich aus Hatern bestand, beendete Rainer den Stream sichtlich genervt. Am 8. Juli erschien das Video Todestag meines Vaters. Darin irrt sich Rainer erst im Jahr. Ich will zum Grab von meinem Vater, denn dieser ist jetzt jetzt, wo das Video hier gedreht wird, ist er exakt 4 Jahre tot. 2011 ist er gestorben, wir haben jetzt 2014. Dann geht er durch Emskirchen und passiert das Restaurant Rotes Herz, das er als saugeil bezeichnet. Dann kauft er eine Rose, um sie zum Grab seines Vaters zu bringen. Am Friedhof filmt er aus Respekt nicht. Auch streamte er an diesem Tag auf YouNow und erwähnte eine Frau mit dem Pseudonym Erdbärchen. Am 9. Juli streamte Rainer wieder und erklärte das Regenbogenschaf, das mittlerweile mehr Zuschauer als er auf YouNow erreicht hatte, einfach zu ignorieren. Auf Kommentare anderer Hater ging er jedoch ein. Leute, ganz ehrlich, ich habe 5 Jahre lang Kampfsport gemacht. Ich habe vielleicht nicht mehr die Statur wie damals, aber ich habe keine Probleme mehr gegen 3, 4 Leute zu kämpfen, wenn es sein muss.
Meine Kicks sind immer noch so hoch wie früher. Naja, ganz so hoch sind sie nicht mehr, aber meine Kicks sind gehen immer noch über 1 Meter hoch. Es reicht, um jemanden voll in den Magen zu treten und dann ist es gefährlich, wenn ich zutrete. Also hört mal auf, wenn ihr keine Ahnung habt. Drachenlord, du hast Probleme länger zu stehen. Ich mag dich, aber ich denke nicht, dass du auch nur gegen einen gewinnen könntest. Okay, wisst ihr was, ich mache morgen ein Video, wenn mein Internet nicht vorher verreckt, werde ich euch ein Video hochladen in den nächsten Tagen, dann zeige ich euch mal, was ich noch kann. Ich bin zwar nicht mehr so gut wie früher, aber ich bin immer noch stark genug, um gegen 2, 3 Gegner anzukämpfen. Mein armes Engelchen ist krank, ich hasse es. Ich hoffe, ihr geht's bald wieder gut. Süß, ja. Mein Engelchen. Kennst du Engelchen persönlich? Nein! Natürlich kenne ich sie persönlich. Was soll denn jetzt die Frage? Weil ich niemanden Engelchen nenne, den ich nicht privat kenne. Wobei, Erdbärchen kenne ich auch nicht privat. Auch am 10. Juli streamte Rainer wieder und äußerte sich zu Kommentaren, die behaupteten, seine Internetprobleme könnten von DDoS-Attacken herrühren. Wie kann jemand mein Internet vernichten? Wie soll das funktionieren, Leute? Erklärt's mir halt, anstatt die ganze Zeit mit eurem DDoS mich zu nerven. DDoS ist ein Computerangriff. Ja, aber wie? Es gibt niemanden in meinem Haus, der einen Computerangriff angreifen kann. Auch kündigt er an, sich tätowieren zu lassen. Er dementiert, dass es sich bei Engelchen um Ariella handelt. Dann behauptet er, 5 oder 6 Bücher zu schreiben und bestätigt, zurzeit arbeitslos zu sein. Auf eine Zuschauerfrage hin kommt er auf Erdbärchen zu sprechen. Drache, hast du nicht gesagt, du möchtest nichts mit Fans anfangen? Klammer auf, Erdbärchen, Klammer zu. Ich habe mit Erdbärchen nichts laufen, Leute. Davon abgesehen Melody ist seit 2 Tagen nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und ich fange mit ihr auch nichts an, weil sie ist, ja, Fan und so weiter, ne? Außerdem, woher willst du wissen, ob Erdbärchen Fan ist? Ich meine, Engelchen war mal ein Fan, ist jetzt kein Fan mehr, soweit ich informiert bin. Aber deswegen verstehen wir uns ja trotzdem. Auch präsentiert er sich kurz im Sakko und mit Krawatte. Hier noch einige seiner Aussagen aus dem Stream. Labert halt schon wieder Scheiße. Ich dachte, Ariella ist mit Regenbogenschaf zusammen. Was jetzt? Wisst ihr jetzt langsam mal was? Anscheinend ist der mit jeder Freundin zusammen oder mit jedem Mädchen zusammen, mit dem ich zusammen sein will. Oder zusammenkommen will. Oder vielleicht zusammenkomme. Wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Da brauche ich im Moment gar nicht drüber nachdenken. Momentan ist Engelchen meine Traumfrau. Allerdings bezweifle ich da... Naja, was heißt bezweifle? Ich weiß halt nicht, ob da jetzt was draus wird oder nicht. Ich hoffe es ja schon, aber... Das kommt auf sie an. Ich habe den ersten Schritt gemacht. Engelchen, schreib mir mal, bist du eifersüchtig auf Erdbärchen? Eigentlich gibt es keinen Grund, dass sie eifersüchtig ist. Dass meine Liebe ihr gehört, weiß sie. Das weiß auch Erdbärchen, dass meine Liebe Engelchen gehört. Wünscht mal bitte alle meinem Engelchen gute Besserung. Die ist immer noch ein bisschen krank. Erzähl mir, warum du das Engelchen so magst. Keine Ahnung, sie hat einen absolut sie hat einen wunderschönen Charakter. Sie ist eine wunderschöne Frau. Sie hat, ich weiß auch nicht, es ist einfach, ich mag ihre Stimme, ich mag, wie sie aussieht, ich mag, wie sie läuft, ich mag wie sie ihre Zigarette hält, ich mag einfach alles an ihr. Später behauptet er, noch nie eine feste Freundin gehabt zu haben. Er erklärt, dass er nicht will, dass ihn Zuschauer besuchen. Dann nimmt er auf seinem Handy Anrufe von Zuschauern entgegen, die sich größtenteils als Hater entpuppen. Am 10. Juli erschien auch das Video Kurzvlog Nummer 6 Poster und warum sie so viel kosten, welches damit beginnt, dass Rainer niest und erklärt, er hätte eine Hausstauballergie. Am selben Tag lud Rainer auch das Video Summer Breeze, Junau und diverser Shit hoch. Darin redet er erneut über Poster und kündigt an, am Summer Breeze zu sein. Dann stellt er klar, jeden, der Regenbogenschaf in seinem Stream auch nur erwähnt, zu bannen. Auch am 11. Juli streamte Rainer wieder auf Junau. Unter anderem behauptet er in dem Stream, Engelchen zu lieben. Hier noch einige Aussagen. Meine Schwester hat mir mal gesagt, dass man mit dem Lied dass man das Herz jeder Frau damit schmelzen kann. Ich habe davon leider noch nichts gemerkt, aber ich finde das Lied trotzdem klasse. Wie oft onanierst du am Tag? Das kommt drauf an. Manchmal onaniere ich einmal, manchmal onaniere ich 5-mal und manchmal gar nicht. Kommt immer drauf an, wie ich Lust habe. Ich habe, glaube ich, einen Dummheits-IQ von über 9000. Aber, also über... What? Over 9000?
Aber, ja, deswegen kann ich immer noch Amaterasu und dich verbrennen, weil ich Bock drauf hab. Für mich ist das Problem, dass ich eigentlich keine Freundin, sondern eine Frau suche. Also meine Frau quasi. Für die Mutter meiner Kinder und so weiter. Am 12. Juli lud Rainer das Video Summer Breeze, meine Running Order 2015 hoch. Am selben Tag erschien auch Übersachungsbesuch eines Black Metalers. Darin berichtet Rainer, von einem Mitglied der Band Koala High besucht worden zu sein. Auch kündigte er einen 24 Stunden dauernden Livestream an und war auf YouNow im Cowboy-Kostüm zu sehen. Am 13. Juli erschien ein Video vom Regenbogenschaf, in dem er seinen Besuch in Emskirchen filmt. Darin berichtet er auch, dass ein anderer Hater seine persönlichen Daten an Rainer weitergeleitet hat. Anschließend geht er zur Burgruine Schauerberg und platziert dort den sogenannten Lügenschatz. Dabei handelte es sich um eine Holzkiste mit Logbuch, in das sich zukünftige Hater eintragen können. Anschließend besucht er noch die Pizzeria Rotes Herz. Am 14. Juli lud Rainer das Video #FragtRache Live-Fragen beantwortet hoch. Darin erklärt er erneut, in Engelchen verliebt zu sein und sich eine Beziehung mit ihr zu wünschen. Er gibt preis, in seinem Leben bisher in Frankreich, Tschechien und Österreich, aber ansonsten nie außerhalb von Deutschland gewesen zu sein. Auch streamte er an diesem Tag auf YouNow und nahm wieder Anrufe von Zuschauern entgegen, wobei er sich diesmal überraschend souverän gab und sich nicht provozieren ließ. Hallo? Ja? Ah, dachte mir schon, dass du gleich anrufst. Regenbogenschaf. Auf jeden Fall. Ja, und dass du jetzt später dann nach dem Wahrheitsvideo hast du ja dann angefangen, wirklich die Scheiße zu bauen. Am 15. Juli erschien das Video Kurzvlog Nummer 7 Job. Darin erklärt Rainer, arbeiten gehen zu müssen und deshalb erst abends zu streamen. Als Rainer an diesem Tag streamte, zeigte er sich besonders betroffen und empört aufgrund der Hater-Kommentare, von denen einige sogar seinen verstorbenen Vater verhöhnten. Alter, was seid ihr? Sagt mal, was seid ihr eigentlich für kranke Bastarde, Alter? Dein Vater wird ausgebuddelt. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank, sagt mal? Das ist jenseits jeder Vernunft. Überlegt euch mal, was ihr da überhaupt schreibt, ey. Ohne Scheiß, Alter, was ist denn das für eine Scheiße nochmal? Ey, ganz ehrlich mal. Macht euch mal klar in eurem kranken Schädel, was das für eine Scheiße Laber ist. Dein Vater wird ausgebuddelt. Sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Habt ihr keinen Respekt vor den Toten? Ja, mein Vater ist tot. Der ist vor fast 4 Jahren gestorben. Ey, die haben echt keinen Respekt vor den Toten. Sagt mal, habt ihr echt noch eine Macke im Kopf, Alter? Wie wird's euch gefallen, wenn eure Eltern tot sind und ich mich darüber lustig mache? Ey, ihr habt doch echt nicht mal alle Tassen im Schrank, Alter. Ey, ohne Scheiß nochmal. Da kriege ich jetzt aber echt zu viel. Ihr habt doch echt nicht alle Tassen im Schrank, Alter. Ihr seid eingesperrt und zwar alle miteinander. Die so eine Scheiße schreiben, ey. Ohne Mist. Ohne Scheiß, Alter. Du bist fett, du bist dumm, du bist hässlich. Lass ich mir alles noch eingehen. Aber sowas, Alter. Ey, ihr habt echt nicht mal alle Tassen im Schrank. Bis jetzt habe ich es nicht mal absichtlich überlesen, aber so eine Scheiße nochmal. Und dann sich auch noch nennen, Reiners Vater ist tot. Ey, sag mal, ihr habt doch echt eine Macke, Mann. Ihr habt echt null Respekt vor anderen Menschen, Mann. Und null Respekt vor der Welt. Oder vor Toten oder den Hinterbliebenen. Ey, ohne Fuck nochmal. Ey, ohne Dreck, Alter. Ist irgendein Moderator da, Alter? Ich will, dass dieser okay, dumm so gelöscht wird. Der wird ausgenockt, Alter. Der soll sich verpissen. Der soll nie wieder hier auftauchen. Genauso wie dieser andere Spasti, Alter. Ohne Fuck, Mann. Irgendwann geht's auch mal zu weit. Hör auf, da rumzufliegen, du verdammtes Viech, Mann. Ey, ich will, dass dieser Bastard ausgelöscht wird.
Über Tote macht man sich nicht lustig, das meine ich aber auch, Alter. Daraufhin rief ein Hater mit dem Alias Based God bei der Polizeiinspektion Neustadt an und behauptete fälschlicherweise, es würde auf Rainers Hof brennen. Polizei Neustadt, grüß Gott. Ja, hallo Rochel hier. Und zwar brennt es bei meinem Nachbarn. Was ist brennt? Es brennt, das Haus brennt, die Scheune brennt, alles brennt. Sie müssen schnell Was? hier hinkommen. Wo ist denn das? Auf der Altschauer Berg 8. Altschauerberg 8. Kommen Sie bitte sofort, es brennt drin und das ist alles am Dampfen. Okay, wie heißen die Nachbarn? Herr Winkler ist das. Winkle. Genau. Die Scheune und Wohnhaus brennt. Ja. Okay. Ja, wir kommen. Wenig später, noch während Rainer streamte, trafen Polizei und Feuerwehr bei ihm ein. Moment. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Die haben jetzt hier einen Großalarm bei mir ausgerufen von wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ihr seid tot, Alter. Ihr seid tot, scheiß Hater, Alter. Das schwöre ich euch. Tschüss. Der Feuerwehreinsatz bei Rainer wurde als das erste deutsche Swatting bekannt. Darüber wurde auch in einigen Internetmedien, wie etwa Motherboard oder IGN berichtet. Der Auslöser des Falschalarms, Based God, sollte schlussendlich auch wegen diesem und anderer Vergehen verurteilt werden. Obwohl unter den Hatern überwiegend die Meinung herrschte, dass diese Aktion eindeutig zu weit ging, so zeigte es jedoch, dass einige Hater mittlerweile sogar bereit waren, das Gesetz zu brechen, nur um den Drachenlord zu trollen. Rainer hingegen sah dies nicht als Zeichen, seine Präsenz im Internet einzuschränken oder zu beenden, sondern wähnte sich in einem heroischen Kampf gegen die Hater.